In Berlin will 2022 eine Initiative die Iltis-Straße umbenennen. Aber was hat der Iltis verbrochen? Kurz, es geht nicht um das Tier, sondern um dieses Kanonenboot, das den Namen Iltis trägt und im Jahr 1900 Teil der deutschen kaiserlichen Marine ist. Zusammen mit anderen Kolonialmächten wie Großbritannien, Japan und den USA bekämpft das Deutsche Kaiserreich einen Aufstand in einem anderen Kaiserreich, den sogenannten Boxeraufstand im kaiserlichen China. Aber schon dieser Begriff zeigt, wie stark der Konflikt von Perspektiven geprägt ist. Die Kolonialmächte bezeichneten das Vorgehen der Boxer als Aufstand oder Rebellion. Begriffe, die aus ihrer Sicht formuliert sind. Aus chinesischer Perspektive hingegen handelte es sich um einen legitimen Kampf gegen die wachsende Fremdherrschaft im eigenen Land. Aber worum geht es in dem Konflikt überhaupt genau und wer sind diese Boxer? Viele Fragen also zu einem Ereignis, das China und seine Haltung gegenüber dem Ausland bis heute beeinflusst. Wir gehen rein. Als Boxer bezeichnet man Ende des 19. Jahrhunderts chinesische Gruppen, die sich gegen den wachsenden Einfluss ausländischer Mächte und christlicher Missionare wehren. Sie sind traditionell religiös geprägt, nationalistisch und üben chinesische Kampfkünste. Sie selbst nennen sich Hiyu Chuan, die Fäuste der Gerechtigkeit und Harmonie. Medien und Politiker geben diesen Gruppen daher den Namen Boxer. Und sie werden zu einem echten Problem für die Kolonialmächte, aber auch für die chinesische Regierung. Geheimbünde und Bürgervereinigungen gibt es in China seit Jahrhunderten. Aber warum hebt sich die Bewegung der Fäuste der Gerechtigkeit und Harmonie um 1900 so deutlich von anderen Gruppen ab? Der Imperialismus befindet sich auf seinem Höhepunkt. China gehört zu den wenigen großen Weltregionen, die noch nicht vollständig unter den Einfluss westlicher Kolonialmächte geraten sind. Gleichzeitig ist China politisch zerrissen und militärisch geschwächt. Zwar sitzt Kaiser Guangxi auf dem Thron, aber tatsächlich lenkt seine Tante, die Kaiserin-Witwe Cixi, die Politik des Landes. Gleichzeitig besitzen die Provinzen viel Eigenständigkeit und verfolgen oft ihre eigenen Interessen. Ein Zustand, der das riesige Reich politisch schwächt. Diese innere Zersplitterung nutzen westliche Mächte aus. Vor allem Großbritannien erzwingt seinen Einfluss. Ab den 1830er Jahren schmuggeln britische Händler große Mengen verbotenen Opiums aus Indien nach China. Als China versucht, das zu stoppen, kommt es zu zwei Kriegen, den Opiumkriegen. China verliert beide Konflikte und wird gezwungen, Häfen zu öffnen und weitreichende Handelsrechte zu gewähren. Zwar beginnt China sich vorsichtig zu modernisieren, aber 1894-95 folgt die nächste Niederlage. Im Krieg gegen Japan unterliegt das Reich erneut. Japan steigt dadurch selbst zur Kolonialmacht auf und errichtet ein Imperium in Ostasien. Unter anderem mit Formosa, dem heutigen Taiwan, und später Korea. Und so sehen Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr imperiale Mächte ihre Chance, in China Fuß zu fassen. China ist rohstoffreich, von strategischer Bedeutung und ein riesiger potenzieller Absatzmarkt für europäische Waren. Schon damals sagen viele, die Zukunft liegt in China. Diese Karikatur hier zeigt das ganz gut. Neben Queen Victoria aus Großbritannien und einem symbolischen Samurai aus Japan wollen der russische Zar, die Frankreich symbolisierende Marianne und der deutsche Kaiser Wilhelm II. Einen Teil vom Kuchen. Aber auch die USA, Italien und Österreich-Ungarn sehen Möglichkeiten für Landgewinne. Das Deutsche Kaiserreich setzt sich 1897 mit einem Marinestützpunkt in Qingdao fest, an der Küste der rohstoffreichen Provinz Jiaozhou. Die westlichen Kolonialmächte fördern auch die christliche Mission in China, also die Verbreitung des Christentums durch europäische Missionsgesellschaften. Sie setzen bei der chinesischen Regierung durch, dass diese Gruppen weitreichende Freiheiten erhalten und praktisch keiner Kontrolle unterliegen. Viele Chinesen lehnen das jedoch ab. Sie empfinden das Christentum als Eingriff in ihre gewachsenen Lebensweisen und in ihre traditionellen gesellschaftlichen Strukturen. 1897 und 1898 machen Naturkatastrophen im Norden Chinas, eine Dürre, Missernte und Überschwemmungen, die ohnehin angespannte Lage noch schlimmer. Zugleich versucht Kaiser Guangxi 1898 dringend nötige Reformen durchzusetzen. Denn die Niederlage im Krieg gegen Japan 1894-95 legt schonungslos offen, wie weit China wirtschaftlich, technologisch und militärisch hinter den modernen Mächten zurückliegt. Aber konservative Kräfte um die Kaiserin-Witwe Cixi blockieren diese Modernisierungsversuche. So entsteht eine explosive Mischung. Wachsender Druck der imperialen Mächte von außen, innere Machtkämpfe, schwere Naturkatastrophen und der Aufstieg der immer populär werdenderen Boxer. Besonders in Shandong und Chili.
Die Bewegung verspricht, all diese Probleme zu überwinden, wenn man die ausländischen Einflüsse bekämpft, vor allem die christliche Mission. So heißt es in einem Flugblatt der Bewegung: Unterstützt die Qing, vernichtet die Fremden. Diese Parole wird zu einem verbreiteten Kampfruf. Qiang meint dabei die herrschende Qing-Dynastie, also die legitime Regierung des Kaiserreichs. Die ersten Opfer der Gewalt sind Missionare und chinesische Christen. 1897 werden 2 deutsche Missionare getötet, 1899 ein amerikanischer Missionar. Anfang 1900 nimmt die Gewalt weiter zu. Auch Eisenbahnen und Telegrafenleitungen werden zerstört. Sie stehen für den wachsenden Einfluss westlicher Mächte, die in China Fuß fassen, eigene Infrastruktur aufbauen und gleichzeitig Chinas Versuche der Modernisierung nach westlichem Vorbild sichtbar machen. Bis zum Sommer 1900 kommt es zu Massakern an chinesischen Christen und Missionaren. Die Reaktion der chinesischen Führung ist insgesamt uneinheitlich und schwankend. Doch Cixi beginnt die Aufständischen zu unterstützen, denn die Bewegung ist stark und erscheint erfolgreich. Cixi hofft so, die imperialen Mächte aus China zurückzudrängen und innenpolitische Gegner ausschalten zu können. Die Kolonialmächte wiederum reagieren und verstärken ihre militärische Präsenz. Dabei sind sie sich erstaunlich einig, trotz all ihrer Konflikte untereinander. 8 Nationen, Großbritannien, Frankreich, Russland, USA, Italien, Österreich, Ungarn, Japan und das Deutsche Reich, bilden eine Allianz, um die Boxerbewegung niederzuschlagen. Offiziell soll sie die bedrohten Missionare, Staatsbürger und Gesandtschaften schützen und die Boxerbewegung niederschlagen. Zugleich nutzen die Alliierten den Einsatz, um ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss in China zu sichern. Ein internationales Marinekontingent sammelt sich vor dem Hafen der Stadt Tianjin, darunter das Kanonenboot Iltis. Sie belagern die Befestigungen an der Küste, die Taku Force. Dieser Küstenabschnitt ist das Tor nach Peking, das etwa 170 Kilometer von der Küste entfernt liegt und auch über eine Eisenbahn mit der Küste verbunden ist. Noch sind die Alliierten an Land eher schwach. Eine gemischte Truppe von weniger als 500 Soldaten erreicht im Mai das Botschaftsviertel in Peking. Wenig später wird die Bahnlinie nach Tianjin, Pekings Verbindung zur Küste, von Aufständischen zerstört. Die Truppen in Peking sind von der Versorgung abgeschnitten. Im Juni 1900 spitzen sich die Ereignisse dann immer weiter zu. Es kommt zu ersten Kämpfen in Peking und immer mehr Boxer strömen in die Stadt. Eine alliierte Truppe bricht von den Taku Force auf, um zumindest das Diplomatenviertel in Peking zu sichern. Diese Expedition unter dem englischen Konteradmiral Edward Hobart Seymour scheitert jedoch am heftigen Widerstand der chinesischen Armee. Die Lage im Diplomatenviertel spitzt sich zu. Am 11. Juni töten Chinesen den Sekretär der japanischen Gesandtschaft. Deutsche richten einen jungen Boxer hin. Es kommt zu Ausschreitungen. Gut eine Woche später wird der deutsche kaiserliche Gesandte Freiherr Clemens von Ketteler auf dem Weg zum Kaiserpalast erschossen. Ein chinesischer Diplomat kritisiert das vehement und fordert die chinesische Regierung dazu auf, gegen die Jiochen einzuschreiten. Cixi hält das für Verrat und lässt ihn und 5 weitere Kritiker hinrichten. Am 21. Juni ist das Gesandtschaftsviertel eingeschlossen. Auf dem Gelände befinden sich etwa 400 Soldaten, um die 500 westlichen Zivilisten und etwa 3000 chinesische Christen. Am gleichen Tag erklärt Cixi der internationalen Allianz den Krieg und verfügt, dass reguläre chinesische Truppen auf Seiten der Boxer eingreifen sollen. Aber viele Provinzgouverneure ignorieren diesen Befehl. Die alliierten Befehlshaber reagieren ihrerseits mit einer Order, dass nur Boxer und deren Unterstützer als Feinde angesehen werden. Ein Schachzug, um die Bevölkerung ruhig zu halten und die Opposition gegen Cixi zu stärken. Die Belagerung des Diplomatenviertels dauert 55 Tage. Obwohl die Verteidiger schlecht bewaffnet und zahlenmäßig weit unterlegen sind, halten sie stand, weil sie das Viertel zu einer Art Festung ausbauen. Aber auch, weil die reguläre chinesische Armee zögert und den Boxern misstraut. Das chinesische Lager ist tief gespalten. Einige hohe Beamte sabotieren sogar die Belagerung und verhindern etwa den Einsatz der Artillerie. Währenddessen rücken die Alliierten vor. Am 17. Juni fallen die Taku Force in ihre Hände. Damit ist der Weg nach Peking offen. In der Hauptstadt initiiert die Kaiserin-Witwe immer wieder kurze Waffenruhen. Bis auf einige Zwischenfälle ebben die Kämpfe ab. Mitte August erreichen die alliierten Truppen Peking nahezu ohne Widerstand und befreien das eingeschlossene Diplomatenviertel. Kaiserin-Witwe Cixi flieht unerkannt und gibt später allein den Boxern die Schuld an der Niederlage. Sie erklärt die einstigen Verbündeten sogar offiziell zu Feinden. Damit endet diese Phase des Kriegs. Es folgen Plünderungen, Brandschatzungen und schwere Übergriffe durch die alliierten Truppen.
Obwohl der Aufstand niedergeschlagen ist, nähert sich alliierte Verstärkung. In Bremerhaven verabschiedet Kaiser Wilhelm II. Am 27. Juli einen Teil des deutschen Kontingents. In einer berühmt-berüchtigten Rede sagt er zu den Soldaten: Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Der Kaiser zieht dann einen Vergleich zwischen den Eroberungen des berüchtigten Hunnenkönigs Attila und den deutschen Soldaten. Deshalb geht sie als sogenannte Hunnenrede in die Geschichte ein. Aber die Truppen kommen viel zu spät an. Erst Ende September. Die Kämpfe sind längst beendet und Peking von alliierten Einheiten besetzt. Der deutsche Kommandeur Graf Alfred von Waldersee wird zwar zum Oberkommandierenden der Alliierten, aber sein Einfluss ist beschränkt. Insbesondere Franzosen und Amerikaner lehnen seine Befehlsgewalt ab. Japaner und Russen akzeptieren sie nur teilweise. Spätestens hier zeigt sich, dass die Allianz der Kolonialmächte brüchig ist. Geeint hat sie einzig und allein, dass sie ihre eigenen Interessen nur gemeinsam gegen den chinesischen Aufstand sichern konnten. Niemals wieder werden diese Mächte gemeinsam agieren. Unter von Waldersees Kommando werden monatelang Strafexpeditionen durchgeführt, die meisten von deutschen Truppen. Ihr offizielles Ziel ist es, die Reste der Boxerbewegung zu vernichten. Allerdings gleichen sie eher systematischen Plünderungen und Gewaltexzessen. Die meisten Bilder von diesen Exzessen können wir euch hier in diesem Video gar nicht zeigen, weil sie viel zu brutal sind. Schätzungen sprechen von mindestens 100.000 Toten, darunter viele Unbeteiligte. Zahllose Berichte über die Ereignisse erscheinen in Zeitungen aller beteiligten Staaten. Im Reichstag kommt es zu hitzigen Debatten. Der linksliberale Abgeordnete Eugen Richter meint, dass es sich tatsächlich nur noch um die Veranstaltung von Treibjagden auf Boxer in der Hauptsache handelte. Zeitungen wie das SPD-Blatt Vorwärts zitieren Schilderungen aus Briefen von Soldaten. Ihr könnt euch gar keinen Begriff in Deutschland davon machen, wie es hier aussieht. Alles ist verwüstet und zerstört. Überall sieht man tote Hunde und Leichen herumliegen. Währenddessen diktieren die Alliierten die Friedensbedingungen, das sogenannte Boxerprotokoll. China wird darin allein für den Aufstand verantwortlich gemacht und zu hohen Entschädigungszahlungen verpflichtet. Bekannt ist auch die Auflage, sogenannte Sühnemissionen zu entsenden. Offizielle Delegationen chinesischer Würdenträger, die in Deutschland und Japan öffentlich um Vergebung bitten sollten. Hintergrund war die Ermordung des deutschen Gesandten von Ketteler und die eines japanischen Diplomaten. Zusätzlich muss China Ehrenmale für die Getöteten errichten. All das dient vor allem der demonstrativen Demütigung des einst mächtigen Kaiserreichs. China bleibt keine Wahl und es unterzeichnet am 7. September 1901 das Protokoll. Die Boxerbewegung ist da längst zerschlagen. Für die Alliierten bedeutet der Vertrag einen Erfolg. Sie sichern ihre Präsenz in China und behalten politischen, militärischen und wirtschaftlichen Einfluss. Gleichzeitig wird klar, dass das riesige Land auf Dauer nicht militärisch kontrollierbar ist. Für China dagegen markiert das Boxerprotokoll einen Tiefpunkt ausländischer Unterdrückung. Nur 10 Jahre später fegt die Revolution von 1911 das Kaiserreich hinweg und China wird zur Republik. Ausländische Einflüsse bleiben zwar bestehen, besonders Japan dominiert Teile des Landes bis 1945, aber die Erfahrung der kolonialen Demütigung prägt Chinas Politik bis heute. Nie wieder, so der Anspruch, soll das Land zum Spielball fremder Mächte werden. Heute ist es vielmehr selbst zu einem globalen Akteur geworden, der Einfluss auf andere Länder nimmt. Wie seht ihr dieses Kapitel der Geschichte und wie soll man mit dem Straßennamen vom Anfang umgehen? Findet ihr, Straßen mit Kolonialbezug sollten lieber einen anderen Namen bekommen? Oder erinnert man auf diese Art auch an dunkle Kapitel der Geschichte? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren, aber wie immer bitte fair und sachlich. Danke schon mal dafür. 看了刚才那段视频之后，我们现在来看看德语区的人是怎么看待这段历史的，看看他们怎么评论。第一条评论，非常重要的话题，想要读懂今日的中国，就必须认真细致地关注这个方面。继续往下，你们注重这些细微的历史细节，还精准地还原了当年45颗星版本的美国国旗。再往下，我完全不认同单纯改名这种做法，尤其是这些名称本身就承载着历史渊源，现存的名字本身就在讲述一段历史，而任何一段历史都不该被遗忘。下一则，我觉得比起更改街道名称，更好的做法是立解说牌，把背后的历史讲清楚。视频做得很棒，可惜我们历史课上只是一笔带过。历史知识本身浩于烟海，
可学校的课时实在太少了。继续往下，感谢并向我们历史课问好，给备考高中毕业会考的我们满满的动力。再往下，13年后，这些昔日盟友就在一战中互相厮杀，兵戎相见。下一则，当年何等荣光，如今我们就只剩3艘护卫舰以及3艘轻型护卫舰。再往下，作为普鲁士人后裔，听完真的倍感羞愧，难以想象我们当年在那里做出的行径，这完全有悖于普鲁士精神。腓特烈大帝若泉下有知，定会在坟墓里不得安宁。下一则，刻意掩盖历史的人永远无法从中吸取教训。继续往下，恰逢事件被镇压整整100年那年，我正好在北京。再往下，也正因为当年德国在青岛有租界地，才有了如今的青岛啤酒，位列中国最大啤酒厂之一。下一则，我的曾祖父当年参与过镇压义和团运动，我小时候家里还有他从中国寄回的战地邮件，也不知道最后被家里谁继承收走了。儿时的我脑补画面，一群情绪激动、穿着短裤的运动员没拉大提琴，只是四处游荡作乱。那时候没人能跟我解释为啥我的曾祖父会掺和这种事。现在回头看，我的历史认知总算正常多了，也多亏了你们的视频。继续往下，终于可以来留言了，明天就要历史高中毕业会考了，谢谢你们超棒的视频，上历史高阶课程时帮了我大忙，知识点讲解得特别透彻易懂。再往下，11国联军的武装干涉给北京带来了灭顶之灾。当时11国士兵在大清都城公然合法的劫掠、施暴、杀戮平民。就在今年，一位旅居比利时的中国女生发帖，在中文网络引起巨大热议。她晒出了比利时男友曾祖父的遗物。这位曾祖父当年亲自参与了1900年的侵华事件。遗物中有一件极其奢华，遗物中有一件极其华丽、沾有斑斑血迹的婚纱。很多网友的猜测完全合乎情理，这件极其精美的婚纱是当年劫掠所得，血迹极大概率来自1900年遇害的中国新娘。这件事恰恰说明1900年北京的那段往事，至今仍深深牵动着无数中国人的心。再往下，联军随后大肆劫掠，纵火焚烧，还犯下诸多严重暴行。哦，我的天！下一则，离谱的是，8个欧洲国家明明在欧洲本土互相交战，却能联手跑到中国来。继续往下，我现在完全能理解，经历过这般屈辱历史后，中国对西方没什么好感，一点也不奇怪。再往下，我觉得很有意思，对比英国人，中国对德国的态度要友好很多。中德合拍的《拉贝日记》就是很好的例子，强烈推荐所有人都去看看这部电影。继续往下，感谢精彩的梳理总结，很多被遗忘的历史细节都帮我重新回忆起来了。我个人实在不愿住在有这种黑暗历史背景命名的街道上。再往下，就该原样保留，这就是历史的一部分，不该一味改名回避，理应直面这些黑暗篇章，公之于众，而不是假装从未发生，一笔抹去。没必要因为个别旁人的议论就给刻意避讳。下一则，太巧了，我刚写完关于德军在义和团战争中所作所为的课程论文。继续往下，历史就是历史，遗憾无法篡改。我认为接到原名就该保留原样，遗忘过去的人也终将失去未来。视频做得很棒。再往下，无论如何都要铭记历史的黑暗篇章，靠更改街道名称让大众无从知晓真实过往，这种做法大错特错。下则，佩服你能把这些地名发音讲得这么标准，我自己试着读根本读不出来。好的，德国知识点评，这个主持人的发音根本就不标准，比如义和拳的发音错得离谱。He Yu Chuan
He yu chuan. 再往下，一档德国节目能在地图上精准还原当时中国的疆域边界，真的很让人佩服。作为中国人，我觉得这期视频做得非常专业。再往下，12分17秒处听完辛丑条约的条款，瞬间联想到凡尔赛条约，太有即视感了。咱们看最后一条视频，视频质量很高。再说回伊尔斯蒂路改名这件事，历史不该被刻意掩盖，而要放在时代背景里客观看待。所以我觉得街边常见的小型历史解说栏牌就特别好，还可以在1、2个关键地点增设详细的历史介绍牌。绝大多数情况下，我都不支持，也不赞成单纯更改街道名称。好的，朋友们，就到这里吧。看了该视频后，我认为观众的评论还是挺理性的，也有一定的反思。但从评论看，大多数德国人根本就不了解德国的这段黑历史，毕竟它不光彩。所以德国的教科书一般都是从自己的立场出发，一句话带过那段残暴的历史。而且德语的叙事是，义和团是充满民族主义排外的一群宗教信徒，就是说德国是妖魔化义和团的。好的，本期节目就到这里，感谢大家，我们下期见。